Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über den Familienalltag am Morgen. Du lernst viele nützliche Wörter und typische Sätze, die du jeden Tag benutzen kannst. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Bei uns beginnt der Morgen meistens sehr früh. Und ehrlich gesagt ist es oft ein kleiner Stress. Ich stehe auf, mache mir zuerst einen Kaffee und versuche ein bisschen Ruhe zu haben. Dann bereite ich das Frühstück vor, meistens Brot, Butter und etwas Obst, damit alle schnell essen können. Das klingt sehr vertraut. Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich brauche morgens auch meinen Kaffee, sonst funktioniere ich nicht richtig. Während ich frühstücke, schaue ich kurz auf die Uhr, weil es immer so wirkt, als hätte man weniger Zeit als gedacht. Besonders, wenn die Kinder noch schlafen und man sie gleich wecken muss. Ja, das Wecken der Kinder ist jeden Tag ein kleines Abenteuer. Manchmal stehen sie gut gelaunt auf, aber manchmal muss ich dreimal ins Zimmer gehen und sagen, komm, wir müssen los. Danach hilft jeder ein bisschen mit. Einer deckt den Tisch ab, ein anderer zieht sich an. So läuft alles schneller und entspannter. Bei uns gibt es auch viele kleine Momente, die typisch für den Morgen sind. Zum Beispiel sucht immer jemand seine Schuhe oder fragt, wo die Jacke ist. Dann entsteht ein bisschen Chaos, aber wir versuchen ruhig zu bleiben. Ich sage oft, kein Stress, wir schaffen das. Das hilft wirklich, die Stimmung positiv zu halten. Wenn dann endlich alle fertig sind, essen wir gemeinsam. Ich finde das wichtig, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Man hat das Gefühl, zusammen in den Tag zu starten. Wir reden kurz darüber, was jeder heute vorhat und wünschen uns einen schönen Tag. Das gibt ein gutes Gefühl und macht den Morgen leichter. Genau. Und sobald die Wohnung wieder etwas ruhiger wird, kann man selbst durchatmen. Ich trinke dann oft noch einen zweiten Kaffee und räume ein bisschen auf. Es tut gut, wenn der Morgen trotz des Trubels einen Moment hat, in dem man zur Ruhe kommt und weiß, dass alles seinen Platz findet. Wenn alle aus dem Haus sind, beginnt für mich der organisatorische Teil des Tages. Ich mache zuerst eine kleine Runde durch die Wohnung und schaue, was dringend gemacht werden muss. Oft sammle ich Wäsche ein, öffne die Fenster und bringe ein bisschen Ordnung in jedes Zimmer. So fühlt sich der Tag gleich leichter an. Ich kenne das gut. Bei mir steht am Vormittag meistens eine Mischung aus Arbeit und Haushalt an. Wenn ich im Homeoffice bin, versuche ich immer zuerst die wichtigsten Aufgaben zu erledigen. Dazwischen lege ich kleine Pausen ein, um kurz aufzuräumen oder den Müll rauszubringen. Das gibt Struktur und hält mich motiviert. Für mich ist es wichtig, einen klaren Plan zu haben. Ich schreibe oft eine kurze Liste mit den Dingen, die ich an diesem Tag schaffen möchte. Das können Einkäufe sein oder andere Aufgaben wie Putzen oder ein kurzer Anruf bei der Schule. Wenn ich etwas abhake, habe ich sofort ein gutes Gefühl und mehr Energie. Einkaufen gehört bei uns auch dazu. Ich gehe meistens am Vormittag los, weil dann weniger Leute unterwegs sind. Ich nehme eine Tasche mit, damit ich nicht so viele Plastiktüten brauche. Im Supermarkt schaue ich immer auf Angebote und probiere neue Sachen aus. Es macht Spaß, wenn man etwas findet, das der ganzen Familie schmeckt. Beim Haushalt mache ich mir keinen Druck. Ich versuche jeden Tag nur ein paar Dinge zu erledigen. Zum Beispiel sauge ich die Wohnung oder wische schnell die Küche. Es muss nicht perfekt sein, aber wenn alles ein bisschen sauber bleibt, fühlt man sich wohler. Außerdem spare ich Zeit, wenn ich nicht alles auf einmal mache. Manchmal mache ich auch kleine Dinge zwischendurch, die viel helfen.
Ich lade die Spülmaschine, sortiere Papier oder räume den Eingangsbereich auf. Das sind einfache Aufgaben, aber sie machen die Wohnung sofort gemütlicher. Und wenn ich merke, dass alles gut läuft, bekomme ich richtig Schwung für den Rest des Tages. Ich finde es schön, wenn man den Vormittag nutzt, um kleine Dinge zu erledigen, die später den Tag leichter machen. Wenn ich zum Beispiel schon das Mittagessen vorbereite oder den Tisch decke, habe ich später weniger Stress, dann hat man auch mehr Zeit für sich selbst oder für jemanden aus der Familie. Ja, und oft entsteht am Vormittag ein ruhiger Rhythmus, der gut tut. Man arbeitet konzentriert, bewegt sich ein bisschen und hat trotzdem Zeit, um kurze Momente zu genießen. Wenn ich sehe, dass alles gut organisiert ist, bekomme ich immer das Gefühl, dass der Tag in einem guten Tempo weitergehen kann. Der Nachmittag beginnt bei uns meistens damit, dass ich die Kinder von der Schule abhole. Oft erzählen sie sofort, was sie erlebt haben, und manchmal reden sie durcheinander. Ich höre einfach zu und versuche zu verstehen, wie ihr Tag war. Auf dem Weg nach Hause gehen wir oft langsam, weil jeder noch etwas erzählen möchte. Bei uns ist es ähnlich. Wenn ich die Kinder abhole, merke ich oft, wie müde sie sind. Sie brauchen dann etwas Zeit, um runterzukommen. Zu Hause gibt es zuerst einen kleinen Snack, etwas Obst oder ein Brot, das hilft, damit sie wieder Energie bekommen. Danach schauen wir gemeinsam, was als nächstes ansteht. Am Nachmittag gibt es bei uns oft verschiedene Aktivitäten. Ein Kind geht zum Sport, das andere hat Musikunterricht. Ich fahre sie manchmal hin und versuche die Zeit sinnvoll zu nutzen. Manchmal trinke ich einen Tee im Auto oder lese etwas, während ich warte. Das gibt mir einen Moment Ruhe, den ich wirklich schätze. Ich finde es schön, wenn Kinder feste Hobbys haben. Das hilft ihnen, sich zu konzentrieren und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Aber es bedeutet auch viel Organisation. Man muss schauen, wer wohin fährt, wer wen abholt und ob alles rechtzeitig gemacht wird. Trotzdem mag ich diesen Teil des Tages, weil man viel miteinander erlebt. Wenn wir alle wieder zu Hause sind, versuche ich, ein bisschen gemeinsame Zeit zu schaffen. Manchmal setzen wir uns einfach ins Wohnzimmer und reden kurz über den Tag. Ich frage dann, was ihnen gefallen hat oder was schwierig war. Das stärkt unser Verhältnis und schafft ein warmes Gefühl in der Familie. Wir machen das auch. Ich merke oft, dass die Kinder am Nachmittag mehr erzählen als am Morgen. Vielleicht, weil sie dann entspannter sind. Wenn das Wetter gut ist, gehen wir manchmal eine Runde spazieren oder auf den Spielplatz. Frische Luft tut jedem gut und die Atmosphäre wird sofort leichter. Später machen wir dann die Hausaufgaben. Ich versuche geduldig zu bleiben, auch wenn es manchmal lange dauert. Ich sage oft, dass man Schritt für Schritt vorgehen soll, damit es nicht zu schwer wird. Wenn Sie etwas verstanden haben, freuen wir uns gemeinsam und das bringt sofort positive Stimmung ins Haus. Genau so ist es. Manchmal braucht man nur ein paar ruhige Minuten, dann läuft alles besser. Ich sitze meist daneben und helfe, wenn jemand eine Frage hat. Danach räumen wir zusammen den Tisch oder bringen ein bisschen Ordnung ins Zimmer. Kleine Aufgaben machen es leichter, den Überblick zu behalten. Am Nachmittag spürt man oft, wie wichtig gemeinsamer Rhythmus ist. Man hat Momente voller Energie und Momente voller Ruhe. Wenn alles gut organisiert ist und jeder ein bisschen mithilft, wird der Tag angenehmer und das Gefühl, zusammen etwas geschafft zu haben, bleibt bis zum Abend.
Der Abend beginnt bei uns meistens damit, dass ich das Abendessen vorbereite. Ich mache oft einfache Gerichte, die schnell gehen und allen schmecken. Während ich koche, reden wir manchmal über den Tag und ich genieße diese ruhige Stimmung sehr. Es fühlt sich gut an, wenn das Zuhause langsam zur Ruhe kommt. Bei uns läuft es ganz ähnlich. Ich helfe oft in der Küche, schneide Gemüse oder decke den Tisch. Wir mögen es, gemeinsam zu kochen, weil man dabei ein gutes Gefühl von Teamarbeit bekommt. Wenn das Essen fertig ist, setzen wir uns hin und versuchen wirklich bewusst zusammen zu essen, ohne viel Stress oder Hektik. Nach dem Essen machen die Kinder meistens ihre letzten kleinen Aufgaben. Sie räumen ihre Sachen weg oder bringen Teller in die Küche. Ich finde solche Gewohnheiten wichtig, weil sie Ordnung bringen und jedem ein bisschen Verantwortung geben. Danach machen wir manchmal noch etwas zusammen, vielleicht ein Spiel oder eine kurze Serie. Ich mag diese Momente am Abend sehr. Man merkt, wie jeder langsam entspannter wird. Wenn es warm ist, gehen wir manchmal noch kurz draußen spazieren. Das ist ein schöner Abschluss des Tages und gibt allen das Gefühl, dass man gemeinsam Zeit verbringt. Die Kinder erzählen dann oft Dinge, die sie vorher vergessen haben. Später beginnt die Schlafenszeit. Ich versuche immer, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Wir lesen manchmal ein kleines Buch oder reden leise über etwas Schönes. Das hilft, den Tag gut zu beenden. Wenn alle im Bett sind, mache ich noch ein paar kleine Dinge in der Wohnung, damit der nächste Morgen leichter wird. Wenn die Kinder schlafen, habe ich endlich einen Moment für mich. Ich trinke oft einen Tee oder setze mich kurz aufs Sofa. Diese wenigen Minuten geben mir Kraft. Ich denke dann darüber nach, was gut gelaufen ist und was ich morgen besser machen kann. Es ist ein beruhigender Teil des Tages, den ich sehr schätze. Der Abend zeigt oft, wie wichtig kleine Rituale sind. Wenn man zusammen isst, miteinander redet und in Ruhe den Tag beendet, fühlt sich das ganze Zuhause harmonischer an. Und man merkt, wie viel Kraft solche einfachen Momente geben. Der Familienalltag ist manchmal voller Chaos, aber gerade am Abend spürt man, wie schön gemeinsame Ruhe sein kann. Jeder kleine Moment bringt Nähe und ein gutes Gefühl. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, gebt ein Like und schreibt in die Kommentare, welche Wörter euch heute am besten gefallen haben. Die Atmosphäre. Die Atmosphäre am Abend war sehr ruhig und angenehm. Eine entspannte Atmosphäre hilft der ganzen Familie. Die Gewohnheit, eine kleine Gewohnheit kann den Alltag leichter machen. Kinder lernen schnell neue Gewohnheiten. Die Verantwortung. Jedes Familienmitglied trägt ein bisschen Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen macht Kinder selbstständiger. Gemeinsam. Wir essen am Abend immer gemeinsam. Gemeinsam schafft man vieles leichter. Der Abschluss. Ein kurzer Spaziergang ist ein schöner Abschluss des Tages. Der Abschluss eines Tages hängt oft von kleinen Momenten ab.